Mädels und Jungs, unterwegs auf den Testplatz von ÖMTC in Teesdorf. Warum fahren wir dorthin? Weil es Testtage für Motorräder gibt. Und diese Testtage sind gratis. Das heißt, wir können mit allen dort angebotenen Motorrädern Probe fahren. Und eine Runde drehen. Und natürlich ist auch das Motorrad dabei, das mich interessiert. Eine Suzuki Freevent, die ich jetzt fahre, ist es nicht. Nein, die Triumph Tiger 800 wäre dabei. Und das wäre genau das Motorrad, das ich mir in Zukunft gerne zulegen würde. Also ist die Gelegenheit natürlich günstig, genau dieses Motorrad zu testen und Probefahren zu fahren und vielleicht auch noch ein paar andere, die dort sind. Und eigentlich sind wir genau auf dem Weg dorthin. Und schauen einmal, was es alles gibt. Ich habe mir die Liste natürlich nicht gemerkt. Aber wir werden uns alle ansehen. Und natürlich werde ich sie auch filmen. Eine Bikerin auf einer FZS 600 Faser, FZ6. War ja schon die neue Verkleidung. So. Schauen wir, wo das genau ist. Ich glaube, 1 Kilometer. Fahrtechnik Teesdorf. Und das liegt ein Stück außerhalb Wiens. Das ist ein echt super Übungsplatz für Trainings, für Anfänger. Dort werden Fahrtechnikkurse gemacht. Dort gibt es auch eine Schiebeplatte für Motorräder. Wenn man in die Kurve fährt, verschiebt die Platte sich ein wenig und versetzt das Hinterrad, täuscht einen Mini-Highsider vor. Und hier haben wir schon KTM Honda Aprilia. Wirklich cool. Super. Genau dort möchten wir ja hin. So, Platzeinweiser. Zu die Testtage? Genau, ja. Dort, wo mit die Huterl angesperrt ist, der ganze Platz ist für Motorrad. Danke.
Hallo, und so sehen die Testtage aus. Als erster stand Aprilia, dann Honda, KTM, Kawasaki, Yamaha, BMW und Harley. Und was interessiert mich? Nun, die 800 FGS, die steht hier drüben. Dann, wenn die neue True Adventure hier ist, hier sieht man sie, sogar in beiden Farben, in Rot und in Weiß. Und Triumph. Und ich glaube, die sind ganz hinten. Das heißt, hier die neue African Twin mit Doppelkupplungsgetriebe. Sieht man, an dem kein Schalthebel und kein Kupplungshebel mehr vorhanden ist. Und die normale Version mit Kupplungshebel und Schalthebel zum Schalten. Suzuki ist auch hier. .1190 KTM. Ein echt starkes Bike. Und die Super Adventure mit dem Kurvenlicht hier unten. Kawasaki ist leider zu straßenorientiert für mich. Royal Enfield, okay. Kein Triumph zu sehen. Peugeot, hauptsächlich Roller. Und Yamaha mit der Tracer. Leider hat sie ein 17 Zoll Vorderrad und ist somit nur bedingt für unbefestigte Straßen geeignet. MT-03, MT-125, schaut echt stärker aus als sie ist. Moto Guzzi, cooles Schuhbike. Und hier 1200 Gs. Mit der Navigator, mit dem Fahrwerkskontrolle. Und hier die F800 GS. Schaut sehr gut aus. Und die 700er. Gleiche Kubatur, nur weniger Leistung. Andere Einstellung, andere Nockenwelle. Was mir gut gefällt am BMW ist die unterschiedlichen Scheinwerfer. Die schauen wirklich cool aus. Mal was anderes. Und Harley.
103 Kubik-Inch. Nicht in Kubikzentimeter, sondern in Inch angegeben. Okay. Dann bis später. Unterwegs mit einer KTM mit der 1190er. Oh, coole Bremsen. Gehen wirklich sehr, sehr gut. Und etwas sensibel am Gas. Wirklich sehr sensibel am Gas. Kräftige Lastwechsel. Schiebt aber von 2,5 ganz gut an. Die Hinterbremse ist der Hebel eher etwas weiter unten. Aber die Vorderbremse ist wirklich sehr, sehr gut. Und geht auch wirklich phänomenal gut. Darf man echt nicht sagen, ist ein cooles Motorrad. Streckenposten. Sehr fast wie auf dem Motorradring. Was mir auffällt, ist auf der 1190er, man sitzt etwas vorgeneigt, gar nicht so aufrecht wie auf normalen Enduros, sondern doch eher vorderradorientiert. Und wir haben gerade ein wenig das Vorderrad geliftet, so wie es sich gehört. Gefällt mir ganz gut. Kann was. Natürlich kann man hier nicht alles testen, aber man fährt 3 Runden und bekommt zumindest einmal ein Gefühl für das jeweilige Motorrad. Und abgesehen von der Höhe, ich bin ja leider nicht besonders groß, ist die 1190er ein wirklich starkes und tolles Motorrad. Cool. Wirklich bissige Bremsen.
Ja, fahren wir noch die dritte Runde und dann geben wir sie natürlich ab. Bevor wir hier testen, ob der Fußraster bis am Boden reicht. Okay, dann natürlich auf zum nächsten Bike. Ja, wenn ich noch einen niedrigeren Sitz kriege, ja, dann hätte ich mir es fast kaufen gleich. Also sie hängt wahnsinnig sensibel am Gas. Das Einzige, was bei der Elektronik ist, wenn es von der ersten auf die zweite schnell durchschaltest und du gibst Gas, macht er einen kurzen Verschlucker, aber das ist halt die Elektronik, die halt reagiert. Ne? Aber ansonsten, sie geht da schön smooth. Ja, ich weiß. Aber sie geht smooth auf, also fährt echt super. Gar nicht so viel Vibrationen, also spitze Rau, wirklich. Wie viel PS hat die? Naja, okay, ja, passt. Wie mein FZ1, ja. Und wir sitzen auf der F800 GS. Mit Stoppelreifen. Oh ja. Gleich die erste Kurve. Sehr kippelig. Die fällt praktisch von alleine in die Kurven hinein. Wenig Lastwechsel am Gasgriff. Recht ruhiger Motor, der Zweizylinder, die Weiterentwicklung vom Einzylinder Rotax. Fährt sich wirklich sehr, sehr angenehm. Keine Vibrationen und ja, natürlich bei 85 PS darf man sich nicht erwarten, dass sie wie die 1190er KTM anreißt mit 150 PS, aber lässt sich ganz ordentlich fahren. Und das mit Stoppelreifen. Dreht auch ganz gut raus. Am Hinterrad das ABS gearbeitet. War wohl etwas leichter beim Herunterkommen aus der Kurve. Na vor! Vor!
Und jetzt haben wir die Motorregelung gehabt. Warum auch immer. Erster Gang und hat abgeregelt. Muss ich dann nachfragen, was das war? Auf jeden Fall keine schöne Sache, wenn du im ersten Gas gibst und abdrehen willst. Dann muss das Ding auch aufdrehen. Aber motorisch muss ich sagen, sehr gut, fahrwerksmäßig traumhaft. Hält natürlich. Und wie ihr sicher auch schon bemerkt habt, für diese langsamen Strecken ist der zweite Gang ideal. Aber zum Cruisen, ups, und ein Rundel noch. Das ist halt Elektronik, kaum eine Bodenwelle. Wenn das Rad ein wenig Schlupf hat, fängt die Elektronik halt sofort zum Regeln an. Aber das kriegt man auch in den Griff. Wichtig ist, sehr guter Motor, kaum Vibrationen, außer im höheren Drehzahlbereich. Dann spürt man natürlich unten in den Fußrasten ein wenig eine ganz kleine Massage. Und dreht wirklich zügig hoch für 85 PS und das ist ein Gewicht ganz toll. Und wichtig ist, der Drehzahlbereich muss gut nutzbar sein im Ganzen. Schalten in Schräglage, leichte Schwingungen, aber das war bei der 1190er KTM nicht. Und jetzt weiß ich, was es war. Wir hatten es auch gerade, kurze Zündaussetzer. Die kommen von der Elektronik. Und zwar, weil ich noch in Schräglage war und Vollgas gegeben habe. Wobei die Schräglage war eher wenig und smooth. Aber dass hier schon die Elektronik eingreift, das ist schlimm. Vielleicht ist auch irgendein Modus eingestellt. Ich kann es auch nicht sagen. Allerdings ist es, solche Dinge sind nervend. Das darf nicht sein. Es muss zumindest so viel zulassen, dass das Rad an der Haftgrenze arbeitet und nicht, dass die Elektronik hier maßregelnd eingreift. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und ja,
Das ist etwas, was wir Ihnen sicher noch sagen. Falls es nur im ersten Gang ist, okay, aber ich finde solche Dinge einfach nicht okay. Du? Was du? Was? Bist du dran? Ja, ja, ich bin fertig. Viel Spaß. Ha? Sie ist sehr gut, aber wenn du hinten aus der Kehre kommst und in Schräglage im 1er Gas gibst, regelt die Elektronik komplett zusammen. Erst wenn es gerade steht, dreht er aus. Und das hat mir ein bisschen geärgert eigentlich, ja. Ja, ich weiß es nicht, aber ich frage einmal nach. Die African Twin, ja, die möchte ich noch fahren. Ich bin nämlich die 1190er KTM gefahren. Die ist super, aber 150 PS sind ein bisschen... Du, klasse Rad, wirklich spitze, nur hinten nach der Spitzkehre, wenn du noch nicht aufgestellt hast, dann gibst du dem Manser Gas, regelt die Elektronik zurück. Na geht, das ist ja Spaß. Geht, da ist ja kein Spaß mehr dabei. Okay, danke. Nein, das ist für mich, war das ein Kaufkriterium, ja? Weil, wenn ich Gas gebe und da geht nichts. Nein, ich verstehe schon. Aber es ist einfach die Philosophie. Momentan werden Motorräder konstruiert mit teilweise 200 PS. Ja, aber bei 85 nicht. Aber das Drehmoment hat das Fahrzeug ja trotzdem. Ja, aber ich, ja. Ich kann ja hergehen, kann man die Traktionskontrolle dementsprechend auch deaktivieren oder ausschalten. Okay. Dann rutscht es an. Aber das Kannst du nachschauen, wie die eingestellt ist? Ist die sehr hart eingestellt oder eher auf... ist auf ganz vorsichtig. Aha, okay. Gut, Und der Leitheit nicht abschätzen kann, passt. Hardware. Dann verstehe ich's, ja? Dann verstehe ich's. Mir hat's nur gewundert, weil ich habe ein FZ1 Faser 150 PS ohne Elektronik und da macht's halt Spaß mit dem Anser aus der Kurve raus, weil dann fängt's hinten ein bisschen zum Schmieren an und geht vorne ein bisschen hoch und das macht halt Spaß, ne? Okay, danke. Ja, hallo Mädels und Jungs, wo sitzen wir oben? Auf einer African Twin. Mit Dual Clutch. Und was macht diese Elektronik? Sie schaltet hoch und ich fahre eigentlich nur mehr in langsamen Gängen. Dritter Gang. Ist aber natürlich ausreichend. Aber okay, zurückgeschalten auf die zweite. Oh, die schaltet ja wirklich irre rauf auf die dritte. Das ist ja Automatik-like. Hier schon auf die zweite geschalten. Und manuell auf die zweite. Klangmäßig ein Wahnsinn.
Und für 95 oder 98 PS geht sie wirklich ganz gut. Und da hier schon wieder auf die dritte geschalten wurde, habe ich manuell Eingriff genommen und die zweite eingelegt. Macht echt Spaß. Ist natürlich eine Überlegung wert. Jetzt wollte ich einmal ausprobieren, was passiert, wenn ich auf die 1er zurückschalte, also auf den ersten Gang. Und natürlich geht das. Und ja, okay, gewöhnungsbedürftig, nicht so kippelig wie die F800 GS, sondern natürlich um einiges mehr Druck, geschuldet dem 21 Zoll Vorderrad wahrscheinlich. Und natürlich ist das Gefühl um einiges schwammiger als auf der 800 GS, aber ich habe mich noch nie unwohl gefühlt und ich passe jetzt auf, was die zwei machen. Aber ich muss sagen, ich fühle mich eigentlich gleich wirklich wohl. Und auch die Bremsen, wirklich gut gängig und nicht kuppeln zu müssen und zu fahren ist wirklich cool. Gefällt mir. Natürlich am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber und das ABS arbeitet auch sehr gut. Hängt auch wirklich ganz gut am Gas. Etwas weniger Lastwechsel als die KTM. Und ja, natürlich sind Testtage und nicht Renntage, Leute. Deswegen der Streckenposten, der uns dann gedeutet hat, wir sollen langsam fahren und ich bin immer noch versucht, die Kupplung zu ziehen. So, sorry. Okay. Ich würde sagen, wenn ich Ja sage, lüge ich. Wenn ich Ja sage, lüge ich. Warum? Weil ich greife immer nach der Kupplung. Kann man auch einer Fjord von vorne nicht machen. Nein, Ja, was sowas probiert. Ja. Der muss Minimum eine Stunde, Minimum.
Ja, absolut. Was ich ganz arg finde, ist, hinten in der Kehre schaltet er nicht immer auf die Einser zurück. Und das ist extrem ungewohnt, wenn du normalerweise weißt, okay, ich schalte zurück, Einser, dann kann ich Gas geben und dann muss ich genau dort wieder schalten und so weiter. Also das ist komplette Ungewöhnung, ja. Aber es ist ein total entspanntes Fahren. Ja, das Einzige, was mir ein bisschen unangenehm aufgefallen ist, das Vorderrad meldet schlecht zurück. Ist sehr weich eingestellt oder? Das Original ist sehr weich eingestellt, ja. Okay, gut, also Wenig Strafe, ja, das stimmt schon. okay, also deswegen auch die eher schwammige Rückmeldung, ne? Und natürlich auch lange Federwege, 230 Kilometer ist, Gehört ja dazu, ja? ja, genau, ist Geländetauglich. Ja, Aber das zum DCD, ja, ich persönlich privat fahre eine Großtourer mit Mhm. Doppelkupplung und wenn ich Autobahn fahre zum Beispiel, fahre ich Automatik. ja, Sobald ich unten fahre, fahre ich nur mit manuell, fahre nur mit dem Finger. okay, Das heißt, der Chauffeur bestimmt dann, wann der nächste Gang gekickt wird. Das heißt, ich schalte oben, zum Beispiel meine Bergscheißung vor, schalte mit dem Finger oben, Ja. am ersten, am dritten, am zweiten. okay, und was passiert? Und was passiert, wenn du jetzt den Gang austrast? Schaltet er dann automatisch weiter oder wartet er darauf, dass du... Wenn du manuell umschaltest, wartet er wirklich am Befehl vom Fahrer. Aha, Das Begrenzer fahren, das ist, okay, da ist der Computer komplett ausgeschaltet. ja, ja, Da ja, macht er das, was du als Fahrer willst. ja, ist klar. Manuell, da macht der Fahrer, was er will. Oder Automatik, da habe ich Okay. Drive-Modus. Das ist dieser Sprichsparmodus, wo er relativ früh aufsteht, oder der Sportmodus. Also in dieser Automatik. Aha, das heißt, nur mehr auf Drive und dann bist du auf Sportmodus und dann schaltest du automatisch, ne? Und mit dem Daumen runter und mit dem Zeigefinger rauf, oder? Okay, Damit schon oben. Plus, minus. Das liegt ja schön in der Hand. ja, ja, habe ich nicht ausprobieren können. Aber es gibt ja sicher... Das hat 10 Minuten vor das Training. Aber im S-Modus ist fast gewohnt als wie im D-Modus. Mit dem Drive. Wenn du aufs S auf dem Sport hältst, ist es angenehmer vor. Ist angenehmer, weil er nicht so voll aufgeschaltet. Da Ja. holt er länger den Gang. Mit dem D-Modus fährst du mit 60 km/h schon in 6. Gang. Das ist extrem sprichsparig. Ja, aber was ist, wenn du jetzt da durch eine Ortschaft durchfährst und nicht dauernd schalten willst und Stop and Go hast, ist der Drive-Modus ideal, oder? Ja. Jeden nach seine Bedürfnisse. Jeder Ja. kann sich einstellen, wie er glaubt. Ja. Und du kannst da, was im Drive-Modus bist, kannst trotzdem manuell eingreifen. Ja. Ich würde mit 6er, Ich hab's gemerkt. Ich habe da im Zwarer, habe ich Draht, habe runtergeschalten, er ist kurz auf die Einser und dann gleich wieder auf die Zwarer hoch, weil... also wie ein Kickdown beim Auto. Ja, genau. Ja, ja. Da hast du oben, da hängt es Bei den Alten hast du nur das Knöpferl unter dem Gas gehabt, da hast du richtig durchdrehen können. Ja, ich hab ich schon gefahren, kenne ich. Wie war es jetzt mit der 800er? Die 800er Mit der im Vergleich, motorisch hängt die Honda, ja, um einiges agiler am Gas. Ja. Das ist die 200 Kubik mehr und natürlich auch 10 PS mehr. Aber du merkst, dass sie ist fast ein bisschen drehfreudiger. Die 800er ist auch drehfreudig, ja, aber ihr fehlt ein kleines Eizel. Das merkt man halt einfach. Vom Vorwerksrückmeldung ist die 800er top. Ja. Das Einzige, was ein bisschen ärgerlich war, sie haben die Elektronik halt ganz aufs leicht eingestellt und sobald du in Schräglage bist, regelt die komplett alles zurück. Aber die Honda hat ein bisschen eine schwammige Rückmeldung, weil es halt ganz weich eingestellt ist. Ich glaube, man müsste die Honda härter einstellen und dort die Elektronik ausschalten, dann hat man einen direkten Vergleich. Vom Gefühl her kann ich dann nach 3 Runden sagen, ich habe mich auf beiden wirklich sehr gut wohlgefühlt. Die 800er hängt ein bisschen sauberer am Gas, hat fast keine Lastwechselreaktion, also das merkst du einfach nicht. Da gibt es Gas, das geht irgendwie ohne das, ja, komplett flüssig. Die Honda hat da schon ein bisschen ein sensibler, ja, auch mit dem Dual Clutch, also das kuppelt ja doch voll ein, ist keine Automatik in dem Sinn, ja, und sie ist schon sensibler. Aber nicht so sensibel wie die 1190er KTM, die ist, ja, genau, und die Honda liegt genau dazwischen. Also wenn du mal die GS gefahren hast und die 1190er KTM, dann wirst du merken, dass die Honda genau dazwischen liegt. Ist aber top Rall, also ich schwer.
Für mich stehen 3 zur Auswahl. 800 GS, die African Twin und die 1050er. Die 1190er, wer braucht 150 PS im Gelände? Nicht? Und auf langen Touren brauchst du das auch nicht. Wenn du, weiß nicht, 100, 120 fährst. Das ist ja der Gegenwind ist allein schon ermüdend, wenn man da 300 Kilometer fährt. Ja. Also als Tourenfahrer hast oder als Geländetourenfahrer hast du andere Anforderungen als wie, aber die ist halt sehr straßenorientiert ausgelegt, das merkt man halt. Ne? Ja. Und wir sitzen auf einer 390er Duke. Okay. Die Fußrasten sind sehr weit hinten. Aha, okay. Wie von KTM gewohnt. Die hängt sich sehr sauber am Gas und lässt sich wirklich gut fahren. Hat aber durch die Fußrasten, die sehr weit hinten sind, eine leicht gebückte Haltung, fast wie auf einem Sportbike. Und ja, lässt sich echt cool fahren. 390 Kubik und 44 PS. Es müssen nicht 100 sein. Riesenvorteil natürlich, das Motorrad ist so leicht wie ein kleiner Roller und lässt sich von einer Kurve in die andere schmeißen, ohne eine Anstrengung. Kein Nachdruck wie bei der African Twin, die man wirklich fest in die Kurve drücken muss. Und man hat die Anti-Hock-Kupplung gemerkt. Das heißt, man kann wirklich gut runterschalten. Und der Motor geht nicht auf die maximale Drehzahl und das Hinterrad stempelt nicht, sondern die Kupplung schleift ein wenig. Ja, ich muss sagen, ich fühle mich sofort auf der 390er wohl. Macht ihren Spaß. Natürlich muss man drehzahlmäßig ein wenig höher gehen, um dann mit größeren Motorrädern mithalten zu können oder zumindest nicht zu langsam zu sein. Aber ja, kann ich nur sagen, cooles Ding und macht ihren Spaß. Allerdings sind die Spiegel mehr Alibi halber.
Okay, Knie klappen wir nicht aus. Das ist ein Fun-Gerät, die KTM 390. Absolutes Fun-Gerät. Kompliment an KTM. Euch ist ein echt tolles Zweirad gelungen mit Power, Leichtigkeit und ja, gibt's nur mein Kompliment. Ja, nicht nur Spaß. Ja, und wir sitzen auf einer Suzuki, auf einer 650er. Ist das die DL? Ich glaube die DL 650 mit Speichenrädern. Und Speichenrädern deswegen, weil ja dann bessere Geländebereifung möglich ist. Und ja, sehr gutes Fahrwerk, lässt sich ganz easy von einer Kurve in die andere drücken, ohne viel Kraftaufwand. Der zweite Gang hat fast Cruising-Charakter bei dem V2 und geht nicht so schlecht für eine 650er. Man darf sich halt keine Wunder erwarten. Ja, was gibt's? Im mittleren Drehzahlbereich ein paar Vibrationen. Vom V2. Und hängt wirklich sauber auch am Gas. Keine Lastwechsel. Und echt schön zum Fahren. Gefällt mir. Ist vielleicht nicht ganz die Leistungsklasse, die ich mir vorstelle, aber hat zumindest schon 65 PS. Yay! Hopp! Einmal abheben! Die Suzuki kriegt Flügel!
Was mir wirklich gefällt, ist von diesem V2 der Klang. Absolut toll. Und macht auch richtig Spaß. Und typisch Suzuki. Wie ihr gemerkt habt, der Gang war drinnen und hat sich verabschiedet. Aber ansonsten geht gut, zieht gut an für 65 PS, also für die Leistung. Und das Eigengewicht vollkommen ausreichend. Yay! Gut, dann fahren wir mal wieder zurück und ja, wir könnten auch noch die 1000er testen. Und wir sitzen auf der DL1000. Wow, der Unterschied ist echt heavy. Okay, die Kupplung geht erst weiter draußen. Und die Bremse ist um einiges giftiger. Ja, die packt zu. Die ist auf der 650er sehr, sehr, naja, wie soll ich sagen, nicht zahnlos, aber sie braucht um einiges mehr Hebelkraft, um die gleiche Bremsleistung zu erzielen. Und die 1000er hat wirklich einen Bremshebel, der nur ein wenig gezogen werden muss. Und lässt sich von unten sauber fahren, auch im dritten Gang durch so langsame Kehren. Oder Kurven. Und zieht wirklich gut an im dritten Gang. Es gibt Motorräder mit 98 PS, denen stehen sie sehr, sehr gut, und die 1000er ist eine davon. Es hat gerade was aufgeleuchtet, das war das TC, Traction Control, am Asphalt. Okay, ich bin vielleicht doch etwas zu ungestüm für die Elektronik am Gas. Ups. Gut. Die Fußraster sitzen sehr, sehr tief. Aber wir sagen ihm nicht, dass wir sie anschleifen.
und lässt sich auch wirklich ganz easy von einer Kurve in die andere drücken. Vermittelt wirklich ein sehr gutes Gefühl. Schon beim Raufsetzen merkt man, man fühlt sich wohl. Es ist alles dort, wo es hin muss. Und ja, dieses Suzuki-typische harte Klacken beim Gang einlegen. Aber was mir gefällt ist, dass hier nicht sofort alles aufleuchtet und regelt. Oh ja, DLC hat geregelt, weil wir noch in Schräglage waren. Aber ihr habt es sicher gesehen. Aber die Vorderradbremse ist wirklich ein Traum. Also Suzuki, Kompliment. Vorderradbremse, komplette Bremsanlage, bitte auch in die 650er einbauen. Die ist wirklich hervorragend. Da kann man bremsen, ohne viel drücken zu müssen, und hat auch eine sehr gute Dosierbarkeit, muss ich schon sagen. Ja, okay. Auf dem Sportbike Schunkel, Schunkel. Und natürlich auch wieder dieser typische V2-Sound, der wirklich Lust auf mehr macht. Alle mit Straßenbereifung. Die einzige, die wirklich hier mit Geländebereifung ist, ist die BMW, die F800 GS mit Stoppelreifen, und hat sich trotzdem hervorragend fahren lassen. Und ja, jetzt sind wir hinter einem Gespann. Und warten ab. Leute, gib ein bisschen Gas. Der Sound ist echt klasse. Und danke, ja, ich möchte dich hinter mir haben.
Und ihr habt gesehen, macht Spaß. Die 1000er eigentlich mehr als die 650er, das hat er gesagt. Und ja, er hatte nicht Unrecht. Ja, so Leute, das waren die Testdays. Okay, ich bin natürlich einige Probe gefahren und wie ihr sicher festgestellt habt, keine reinen Straßenmotorräder. Kenne ich ja die meisten zur Genüge. Aber ich wollte mal dieses Dual-Clutch-Getriebe fahren. Habe dann auch die Suzuki DL 650 und 1000 getestet. Die F800 GS. Die KTM 1190. Weil sie die 1050er nicht mit hatten. Und was kann ich dazu sagen? Außer dass es gibt wirklich kein schlechtes Motorrad mehr. Es ist eine reine Gefühlssache. Motorradkauf ist draufsetzen, wohlfühlen oder nicht wohlfühlen, Proberunde fahren und zu schauen, wie gehe ich mit dem Motorrad um und wie geht das Motorrad mit mir um. Und wie gefällt mir das, wie kann ich damit fahren und ja, das war's eigentlich und jetzt geben wir den Parkplatz und verlassen das Testgelände. Und ich kann euch nur sagen, fürs Testen natürlich der Traum, aber schwierig von so vielen PS auf 48 umsteigen. Und natürlich verschalten wir uns, das ist ja eh logisch. Ja, meine hat halt ein wenig längere Schaltwege und wenn man dann umsteigt von den Motorrädern, die auch sehr kurze Schaltwege haben oder sogar gar keinen, muss man sich erst wieder daran gewöhnen. Und natürlich auch, dass man nur mehr 48 PS hat und nicht um die 100 oder sogar mehr. Wie gesagt, das waren die Testtage. Leute, fahrt vorsichtig, oben bleiben. See you.